ja, es ist ein anderes Fahrgefühl. Also ist schwer zu beschreiben, aber wenn man einmal so ein Auto fährt, dann merkt man das. Oder man merkt es halt irgendwie auch nicht. Das ist schwer zu beschreiben. Ich bin der Patrick, ich fahre einen Opel Calibra V6 und ich komme aus Ansbach. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Also mit einem Calibra hat es eigentlich angefangen bei meinem guten Kumpel von früher. Der hatte immer, also es war noch in der Jugendzeit, da hatte ich noch keinen Führerschein, der hatte einen Calibra und ich fand einfach die Form extrem geil, weil der so flach war und der hatte damals so, ich glaube 16 oder 17 Zoll Momo-Felgen drauf, also eigentlich nichts Besonderes, aber ich fand das Auto an sich cool. Und Calibra fahren ist halt irgendwie was Eigenständiges. Also das, entweder man fühlt es, wenn man das Auto fährt, oder eben nicht. Und ich habe mich damals da reingeguckt und fand das gleich sofort geil. Wollte ich auch unbedingt einen haben. Jein, also die Schrauberei hat schon immer Spaß gemacht und dann irgendwann ist man mal so ein bisschen zuerst in die Opel-Szene so reingerutscht und dann sind mir da so die anderen Autos aufgefallen, die dann ein Airride hatten, die so ein bisschen rausgestochen sind und die ja dann über meine Freundesgruppe von früher, die hatten ja Airride, BBS-Felgen, also ein bisschen das andere Zeug, so jetzt mal nicht das von der Stange und dann habe ich gesagt, gut, ich brauche das auch. Also das ist ja mein erstes Auto. Gekauft haben wir den 2014. Kompletter Serienzustand in Silber, also Rauchgrau Metallic war das damals. Und den haben wir irgendwo in die Berge, war es glaube ich, mir den geholt für 1000 Euro damals. Hatte noch unter 200.000 Kilometer, war eigentlich gut beieinander. Ich glaube, einen kleinen Rostfleck. Ja, und dann haben wir gesagt, den kaufen wir. Ja, wir hatten den, wo wir den dann geholt haben, fand ich die Farbe an sich zuerst ganz geil. Wollten dann aber beim Lackierer mal abgeben und der war hier halt ein Kratzer und da ein Kratzer und der hat dann, naja, eigentlich müssen wir im Grunde alles lackieren, bis aufs Dach und die Heckklappe. Und dann habe ich dann gesagt, naja, wenn wir schon so weit sind, dann machen wir halt doch gleich eine andere Farbe. Konnte mich nicht so richtig entscheiden, welche Farbe, aber wir haben dann schwarz gewählt, weil schwarz einfach immer passt. Da sieht man sich nicht satt dran. Zuerst war es ein KAW Tieferlegungsfedern, 70/50 glaube ich war so die Anfangszeit. Der war dann aber so scheiße tief vom Static her, dass das war eigentlich nicht fahrbar. Also der Dämpfer hat jedes Mal durchgeschlagen. Ich habe alle 2 Wochen neue Antriebswellen gebraucht. Also pure Katastrophe, das war unfahrbar. Und dann, ja, das Ding war ja dann lackiert. Und dann kam aber erst das Hochwasser. Da ist dann 2016 müsste es gewesen sein, ist das Auto einmal abgesoffen. Also der Innenraum, außen, alles. Also zuerst mal sind mir damals die Tränen gelaufen, weil das Auto so zu sehen, das war ja grundsätzlich schon fertig, also schon lackiert und Innenraum war beledert und allem drum und dran und das
Ja, war schon krass. Wir hatten so eine kleine Hobby-Schrauberwerkstatt und dann haben wir halt, ein Kumpel von mir, war mir da drin gesessen und dann hat es einfach nur geregnet wie Sau. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, da kommt eine Menge Wasser runter. Und dann ist oben ein Damm gebrochen und mein Auto stand aber beim Kumpel nebendran in der Halle und das hat halt alles dort reingespült. Also ich glaube, da waren sogar Fische dabei, da war alles so ein bisschen dabei. Ja, also Katastrophe. Also das ist mir schon gut zu nahe getreten, das Ganze. Also wir haben den einmal komplett nackig gemacht. Das Einzige, was quasi drin geblieben ist, waren die Achsen. Ansonsten war eigentlich alles draußen. Innenraum, ist dann alles nochmal neu bezogen worden. Und da hat es dann aber gleich angefangen. Da machen wir gleich alles, dann machen wir den Teppich schwarz, dann tun wir alles beledern und mit Alcantara beziehen. Lackmäßig war alles gut. War zwar alles dreckig, aber das hat man ja sauber machen können. Das Ganze ist passiert kurz vor den ECDs, also das sind die so European Calibra Days. Und da wollte ich unbedingt hin. Und dann haben wir halt nochmal richtig Gas gegeben, um das Auto wieder fertig zu kriegen. Wir haben es geschafft. Eine Woche vorher, glaube ich, war das Auto wieder fertig. Also außen ist verändert, lauter kleine Details. Also die Motorhaube ist gecleant, ohne Spritzdüsen. Die Stoßstange ist gecleant. Das ist eine Last Edition Front, die dann ohne Kennzeichenmulde bearbeitet wurde. Heckstoßstange gecleant. Die Seitenleisten sind gecleant worden, aber die Sicke ist geblieben. Das war mir damals wichtig, weil ich fand, so eine glatte Seite passt nicht zu dem Auto. Vectra B-Türgriffe ohne Schloss und lackiert. Felgen, BBS RS, ja, wollte ich früher schon unbedingt, jeder hatte das. Ich wollte unbedingt eine klassische Felge, die aber ja halt nicht serienmäßig so 16 Zoll, sondern halt umgebaut mit Trichterbetten und das ja, musste sein. Die sind jetzt allerdings erst vor kurzem fertig geworden, deswegen fehlen mir auch leider noch die Deckel. Die sind ja noch nicht gekommen, auch mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu finden. Fahrwerkstechnisch ist ein Airride-Umbau von G-Ride. Damals auch leider sehr lange gedauert, bis ich das Fahrwerk bekommen habe. Also von der Bestellung, ich glaube, das hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis das dann endlich mal bei mir ankam. Beziehungsweise wir konnten es dann abholen. Ich habe es dann mit meinem Bruder abgeholt damals noch. Ja, genau, Steuerung, eine Airlift natürlich. Also es war serienmäßig ein 2,5 Liter V6. Motor ist dann, damals, weil wir noch einen Spender hatten, einen Omega 3 Liter. Dann haben wir da den Motor raus. Die Köpfe sind aber vom 2,5 Liter geblieben, wegen der Verdichtung. Ja, ein F20 Getriebe ist dran, das kurze Getriebe aus dem 2 Liter. Haben wir alle im Forum gesagt, das hält nicht, das kannst du nicht machen. Das Auto fährt dir zweimal Vollgas und dann fliegt das Getriebe auseinander. Tatsächlich habe ich das, seitdem das so ist, also 2014, wo das umgebaut wurde, seitdem hält das Getriebe. Und es hat auch schon einige Vollgasfahrten durchgehalten. Ja, Motor wie wie gesagt 3 Liter Softwareanpassung von MW-Chip, glaube ich, damals war das. Ja. Wir haben es nie gemessen, was das Ding Leistung hat. Ich schätze so um die 200 PS. Also der 3 Liter hat ja 211 PS im Omega, aber das geht halt wegen der Ansaugbrücke und so bei uns nicht. Da ist die Originale vom Calibra drauf, um 2,5 Liter. Ja. Und schätze so 200 PS ungefähr, ja. An das F20-Getriebe haben wir dann damals noch, da hat der Tobias Jung, der fährt 24 Stunden, oder ist es gefahren, ich weiß nicht, ob es den Calibra noch gibt. Der hat da die Schaltung damals inseriert gehabt und die habe ich mir quasi gleich gekrallt
Das war aber nur ein Schaltgestänge nach vorne. Also das ist nicht so, dass du noch irgendwie noch eine schöne Umlenkung hast. Da geht einfach eine Stange nach vorne und das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen, weil wir dann quasi an der Karosse eine Durchführung finden mussten, wo diese gerade Stange durchgeht. Also das ein Gelenk ist drin, aber das ist ja also auch ein bisschen schwierig, weil man keine Rückwärtsgangarretierung hat. Und dann habe ich damals den Tobias gefragt, stelle ich mich zu blöd an beim Einbau oder was mache ich verkehrt, weil ich habe ja keine Rückwärtsgangarretierung. Seine Antwort von ihm damals war, naja, ich brauche auf der Rennstrecke keinen ersten Gang. Somit ja, war das dann auch erledigt. Ja, im Interieur ist nach dem Hochwasser haben wir dann gleich Sportsitze verbaut, König CP 400 mit den originalen Konsolen, weil die kann ich dann noch schön in der Höhe verstellen. Das war mir damals wichtig, weil ich das nicht mochte, wenn die Sitze so ganz oben am Himmel schon anstehen. Sind auch noch klappbar. Ja, hinten haben wir dann von Wiechers einen Überrollbügel verbaut, keinen vollen Käfig, weil sonst kriegt man das Handschuhfach beim Calibra nicht mehr auf. Das war dann auch eine Katastrophe. Ja, und im Dachhimmel alles mit Alcantara bezogen, A, B, C-Säule mit Alcantara bezogen. Der Teppich ist eingefärbt in schwarz mit Holzbeize. Das habe ich damals auch irgendwo mal im Forum gelesen und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal an einem Stück Teppich aus und dann ja, einfach mal ein Stückchen drauf gemacht, kurz abgewartet. Ich glaube, am nächsten Tag hat es noch ein bisschen abgefärbt, aber jetzt der Teppich ist einfach perfekt schwarz. Also das war das Beste, glaube ich, und das Billigste, wie man so einen Teppich schwarz kriegt. Ja, Kofferraumausbau wollten wir damals ziemlich schlicht halten. Ich sag mal wir, weil meine Jungs immer so mit dabei waren oder mein Bruder war viel mit dabei. Bisschen verkleidet links, rechts, dass den Kofferraum, den Kompressor, dass man den nicht sieht und den kleinen Subwoofer, dass man den nicht sieht. Lufttank wollte ich aber sichtbar haben und eben diese Airlift-Steuerung oben drüber und dann eben bloß noch ein Netz, dass man ein bisschen sein Putzzeug da reinpacken kann, der Klassiker halt. Und ja, einfach schlicht gehalten, aber man sieht doch das, was umgebaut worden ist. Abgasanlage, naja, es ist halt, das ist ein Basto Gruppe N. Die waren ja früher schweinelaut und der Mittelschalldämpfer ist halt einfach quasi leer. Das war's schon. Wir haben das damals so gebaut, oder was heißt gebaut, den Endschalldämpfer da drunter geschraubt und den Mittelschalldämpfer leer gemacht, das erste Mal gestartet und das Ding war einfach scheiße laut. Das können wir so lassen und seitdem ist es einfach so. Also grundsätzlich bin ich zufrieden. Ich habe, klar, jedes Auto hat wahrscheinlich irgendwo 2, 3 Mankos. Mein Motorraum ist jetzt nicht der Hit, den hätte ich vielleicht gerne mal noch ein bisschen schöner. Aber ich will, dass das Auto fahrbar bleibt. Also ich will nicht damit mal eine Runde fahren oder mal zu Kumpels fahren oder nach Hause fahren und mir dann denken, boah, jetzt muss ich die Karre eine ganze Woche putzen. Das ist nicht meins. Also das Auto muss fahren. Dafür ist es da. Ich meine, das ist jetzt eh schon schwierig, mit den Rädern da irgendwo hin spazieren zu fahren, aber irgendwie soll es dann doch fahrbar bleiben. Ich wollte das Auto tatsächlich sehr sauber haben. Ich habe auch bei jeder Sache, auch beim Airride-Umbau, das Airride also nicht einfach eingebaut und das hat dann funktioniert, sondern haben dann an der Hinterachse am Luftbalg noch was verändert und an der Achsaufnahme noch was verändert, damit der eben hinten so weit runter geht. Und es ist ja auch nicht so, also der rutscht zwar hinten schön rein mit den Kotflügeln, aber der ist an den Dämpfern quasi begrenzt. Also der kann mir nicht auf der Felge aufliegen. Mir war das wichtig, dass ich nichts kaputt mache. Also das sollte schon alles sehr sauber aussehen. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist der Lack. Also da achte ich gut drauf, dass der passt.
Nee, also ich hatte schon Hilfe natürlich, klar. Mein Lackierer, den würde ich da gern grüßen an der Stelle, der hat mich auch geschimpft beim Haube schweißen, dass das wellig ist, aber der macht's dann schon und das, ja. Allgemein meine Jungs von früher. Ich habe auch ganz viel in Rücksprache immer mit Rüsselsheim RS-Gewinde, die würde ich dann auch gern gleich mal grüßen, Absprache gehalten und die feiern das dann auch immer, ja, Calibra, schönes Auto, dass der halt so sauber ist, dass da nichts, sagen wir mal, zusammengepfuscht ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like bei Sauerkrauts da. Falls ihr Fragen zum Auto habt, könnt ihr gerne fragen. Macht's gut. Ciao. Passt.